In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du eine Google Ads Shopping-Kampagne erstellst. Als Voraussetzung dafür brauchst du auf jeden Fall ein Google Merchant Center Konto. Das Merchant Center kannst du dir wie eine digitale Lagerhalle vorstellen, weil du dort deine ganzen Produktinformationen in einem sogenannten Shopping Feed hochladen musst. Und basierend auf diesen Informationen erstellt Google Ads automatisch deine Shopping-Anzeigen. Ich zeige dir, wie du in Shopify so einen Shopping-Feed mit Hilfe einer App komplett automatisieren kannst. Aber keine Sorge, wenn du nicht Shopify benutzt, gibt es dafür auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie du deine Produkte in dem Merchant Center hinzufügen kannst. Das heißt, wenn du eine Google Ads Shopping-Kampagne schalten möchtest, brauchst du zuerst ein Merchant Center Konto. Den Link für das Merchant Center findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und wie du dich hier zurechtfindest und alles einrichtest, das zeige ich dir als nächstes. Oben rechts in der Ecke findest du zum Beispiel deine Merchant Center ID. Daneben gibt es ein paar weitere Einstellungen. Zum Beispiel kannst du Personen zu deinem Merchant Center hinzufügen. Unter den allgemeinen Kontooptionen kannst du auch ein erweitertes Konto einrichten. Das wird eigentlich nur von Marketingagenturen benutzt, die zum Beispiel mehrere Merchant Center Konten betreuen, und über diesen Weg hast du auch die Möglichkeit, dein Merchant Center Konto wieder zu löschen. Dann gibt es noch die benutzerdefinierten Einstellungen. Hier kannst du deine eigenen Zugriffe verwalten und auch die E-Mail-Benachrichtigungen. Auf der Startseite gibt es auch eine kleine Hilfestellung, was du am Anfang machen musst. Du musst deine Unternehmensadresse hinzufügen, du musst deine Identität bestätigen, den Online-Shop bestätigen, Versandinformationen hinzufügen und am Ende natürlich auch deine Produkte hinzufügen. Das kannst du alles auf der linken Seite machen. Ich befinde mich aktuell in der Übersicht. Darunter gibt es die Benachrichtigungen. Du kannst deine Produkte hinzufügen, den Versand festlegen, die Unternehmensinformationen hinzufügen und die anderen Bereiche sind erstmal nicht so wichtig. Ich klicke erstmal auf die Unternehmensinfos. Die Geschäftsadresse kannst du hinzufügen, indem du auf Informationen zum Unternehmen bearbeiten klickst. Dann trägst du hier einfach deine Geschäftsadresse ein, deine Telefonnummer, die du auch kurz bestätigen musst, und auch eine E-Mail für den Kundensupport. Wenn du deine Geschäftsadresse erfolgreich hinzugefügt hast, musst du danach noch deinen Online-Shop bestätigen. Und das kannst du rechts daneben machen. Für die Bestätigung gibt es verschiedene Wege. Du kannst das entweder direkt in Shopify machen, über den Google Tag Manager oder über Google Analytics. Ich wähle in diesem Beispiel die E-Commerce-Plattform Verwenden aus, klicke dann auf Shopify und dann musst du den HTML-Code, den du hier oben findest, in der Theme Liquid-Datei vor dem schließenden Head-Tag hinzufügen. Du kannst einfach auf das Kopieren-Symbol neben dem HTML-Tag klicken, dann gehst du wieder zurück in Shopify, klickst auf Online-Shop, in dem Theme gehst du wieder auf die 3 Punkte, klickst auf Code bearbeiten, wählst auf der linken Seite die Theme Liquid-Datei aus, dann drücke ich auf STRG F, gebe hier den schließenden Head-Tag ein, klicke auf Next und dann füge ich den Code direkt darüber ein, speichere das Ganze ab und gehe wieder zurück in das Merchant Center. Anschließend kannst du auf Online-Shop bestätigen klicken und wenn bei dir der grüne Haken angezeigt wird, dann hat auch alles geklappt. Das kannst du mit weiter bestätigen und als nächstes klicke ich auf der linken Seite auf Versand und Retouren. Wenn du auf Versandinformationen hinzufügen klickst, musst du zuerst ein Land auswählen. In meinem Beispiel ist das Deutschland. Das bestätigst du kurz und dann muss ich das nochmal bestätigen. Wenn du für verschiedene Produkte unterschiedliche Versandkosten hast, dann kannst du das hier auch angeben. Bei mir ist das alles gleich. Du kannst einen Annahmeschluss für Bestellungen angeben, die Bearbeitungszeit hinzufügen und auch die Laufzeit hinzufügen. Das sollte natürlich mit den Informationen aus deinem Online-Shop übereinstimmen. Das bestätigst du dann wieder mit weiter. Ich habe bei mir nur den kostenlosen Versand eingestellt, deswegen kann ich das auch so speichern. Die Währung solltest du auch nochmal überprüfen und dann bin ich damit auch fertig. Falls du hier irgendetwas falsch konfiguriert hast, kannst du das auch wieder pausieren und neue Versandinformationen hinzufügen oder du kannst auch die Versandinformationen, die du hier schon erstellt hast, komplett löschen, indem du auf das Mülleimer-Symbol klickst. Danach geht es weiter, dass du auch noch die Rückgabebedingungen hinzufügen musst. Dafür klickst du wieder auf den Button. Du musst die URL von deiner Widerrufsbelehrung eintragen und angeben, ob du Retouren akzeptierst. Falls du deine Produkte in mehreren Ländern verkaufst, dann musst du diesen Abschnitt mehrmals durchlaufen und das dann für jedes Land individuell konfigurieren. Ich bestätige das erstmal mit weiter und dann musst du noch den Produktzustand und auch die Rückgabefrist einstellen. Das bestätigst du wieder. Du legst das Retourenverfahren fest. Du stellst ein, nach wie vielen Tagen der Betrag erstattet wird und dann bist du damit auch fertig. Das bestätigst du noch einmal kurz und als nächstes zeige ich dir, wie du die Produkte hinzufügst.
Dafür klickst du auf der linken Seite auf die Produkte. Ich kann auch noch mal kurz auf die Übersicht gehen, um zu prüfen, dass ich hier auch alle Sachen abgearbeitet habe. Das passt alles soweit. Und wenn du auf die Produkte klickst, hast du die Möglichkeit, die Produkte über verschiedene Wege hinzuzufügen. Normalerweise befinden sich die Produkte in einem sogenannten Shopping Feed. Das ist einfach nur eine Datei, zum Beispiel eine Excel-Datei, in der sich die ganzen Informationen zu den Produkten befinden, zum Beispiel der Produktname, eine Produktbeschreibung, die ganzen Versandinformationen, dein Unternehmensname, eine Produktkategorie und so weiter. Und anhand von diesen Informationen erstellt Google dann deine Google Shopping-Anzeige. Und für den Produktfeed gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Du kannst die Produkte in einer Datei hinzufügen. Dafür musst du den Link von dieser Datei angeben. Die Datei kannst du entweder von deinem Computer hochladen oder über einen SFTP-Server. Wenn das zu kompliziert ist, kannst du das auch über eine Google-Tabelle einrichten. Du findest hier auch einen Link mit einer Vorlage und in der Vorlage befinden sich alle wichtigen Informationen, die in dem Feed vorhanden sein müssen, damit du auch Google Shopping Ads schalten kannst. Und dann musst du da einfach nur deine Werte eintragen, also zum Beispiel den Produkttitel, die Produktbeschreibung, einen Link zu dem Produkt, einen Link zu dem Bild und so weiter. Wenn du nur eine Handvoll von Produkten hast, kannst du theoretisch auch die Produkte manuell hinzufügen. Das ist noch einfacher als die Google-Tabellen. Aber wenn sich deine Produkte regelmäßig ändern, dann macht das keinen Sinn, weil du dann ständig alles manuell anpassen musst. Ein letzter Weg ist das, über eine API zu machen. Das ist aber schon wirklich fortgeschritten. Und diese Option wird eigentlich auch nur von größeren Online-Shops gemacht. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du den Shopping-Feed über eine Shopify-App erstellen kannst. Das ist auch relativ einfach. Und wenn dein Online-Shop weniger als 10 Produkte hat, dann kannst du das Ganze auch kostenlos nutzen. Deswegen gehe ich nochmal zurück in den Shopify Store, klicke unter den Einstellungen auf Apps und Vertriebskanäle, öffne wieder den Shopify App Store und die App, die ich dir zeigen möchte, heißt Multiple Google Shopping Feed. Es gibt tatsächlich ganz viele verschiedene Apps, die du für Shopping Feeds verwenden kannst. Die meisten davon funktionieren aber nicht so gut. Der Multifeed, der ist aber relativ stabil und damit habe ich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Wenn du nur 10 Produkte hast, dann kannst du das Ganze auch kostenlos testen. Und wenn du mehr als 10 Produkte hast, bis zu 1000 Produkte, kostet das Ganze auch nur $6 pro Monat und es spart dir auf jeden Fall sehr viel Zeit. Ich werde die App als nächstes installieren. Die Zugriffe musst du natürlich auch bestätigen. Die App pinne ich auch direkt wieder an und dann hast du die Möglichkeit, dich mit deinem Google-Account einzuloggen oder das Ganze auch ohne Google-Account machen. Wenn du das Merchant Center eingerichtet hast, dann würde ich dir aber empfehlen, dass du einfach deinen Google-Account verbindest, weil ansonsten musst du den ganzen Feed manuell hinzufügen. Als Marketplace wähle ich Google Shopping aus. Theoretisch hast du auch die Möglichkeit, einen Feed für Facebook zu erstellen. Dann wählst du Primary aus, bestätigst das. Den Shopping-Feed nenne ich Multifeeds Version 1. Das Google Merchant Center kannst du hier auch direkt mit deinem Shopify Store verknüpfen. Feed-Format, TSV-File, das passt auf jeden Fall. Dann klickst du auf Next. Im nächsten Schritt kannst du auch nochmal überprüfen, dass alles richtig eingestellt ist, dass hier zum Beispiel Deutschland ausgewählt ist oder das Land, das du ganz gerne benutzen möchtest. Bei mir passt das alles, deswegen bestätige ich das wieder. Den nächsten Schritt kannst du auch bestätigen. Bei den Bildern musst du auch nichts anpassen. Identifiers, das passt auch. Wenn du für deine Produkte irgendwelche speziellen Beschreibungen hinzufügen möchtest, dann kannst du das in diesem Bereich einstellen. Zum Beispiel kannst du eine Altersgruppe angeben, ein Geschlecht, irgendwelche Muster oder irgendwelche Größen und dann bestätigst du das wieder über den Button oben rechts in der Ecke. Die Labels kannst du verwenden, wenn du wirklich viele Produkte hast, damit du verschiedene Produkte einfach voneinander sauber trennen kannst. Wenn du wenige Produkte hast, dann brauchst du das in der Regel auch nicht. Die Liefereinstellungen kannst du noch bearbeiten, die Steuerinformationen kannst du angeben und dann gibt es noch ein paar individuelle Einstellungen. Wenn du das durchlaufen hast, musst du den Feed zuerst als Entwurf speichern und dann nochmal die komplette Feed-Gruppe speichern. Auf der rechten Seite kannst du auf den Feed wieder zugreifen, dann kannst du hier die einzelnen Reiter auswählen und nachträglich noch Sachen anpassen, wenn du das ganz gerne machen möchtest. Du hast auch die Möglichkeit, unter den Collections bestimmte Produkte auszuschließen, zum Beispiel die Lampen kann ich auswählen und dann werden die automatisch von dem Feed ausgeschlossen. Wenn du auf den Pfeil links oben zurückgehst, findest du ein paar Feed-Einstellungen. Zum Beispiel wird der Feed alle 30 Tage erneuert. Das kannst du aber auch anpassen, wenn du das häufiger haben möchtest. Und weiter unten kannst du einen API-Key für verschiedene Apps hinzufügen, wenn du da ganz gerne eine Schnittstelle herstellen möchtest. Zum Beispiel gibt es hier auch die Judge Me App. Darüber kannst du Produktbewertungen sammeln und diese Produktbewertungen werden dann auch direkt
in den Google Ads Shopping-Anzeigen hinzugefügt. Rechts neben dem Feed gibt es die Produkte. Hier hast du die Möglichkeit, einzelne Produkte auszuschließen. Zum Beispiel kann ich den Gutschein ausschließen. Über die Ads hast du die Möglichkeit, dein Google Ads-Konto mit der App zu verbinden. Das würde ich lieber direkt in Google Ads einrichten. Und über die Infos findest du deinen aktuellen Tarif und du kannst sehen, wie teuer die Tarife für verschiedene Feeds sind. Auf dem Dashboard findest du nochmal eine Übersicht. Das dauert auf jeden Fall eine Weile, bis das alles durchlaufen ist, bis hier überall die grünen Haken sind. Hier gibt es zum Beispiel auch schon einige Fehler für die Free Listings. Da kannst du dir dann direkt angucken, was genau der Fehler war und dann kannst du den Feed dementsprechend anpassen. Es dauert auf jeden Fall eine Weile, bis der Feed auch in dem Merchant Center auftaucht. Ich kann das mal ganz kurz öffnen und aktualisieren. Hier wurden tatsächlich schon einige Produkte angezeigt. Es wurden auch welche abgelehnt. Das kann tatsächlich bis zu 24 Stunden dauern, bis deine Produkte hier angezeigt werden. 6 Produkte werden noch überprüft. 2 wurden schon abgelehnt. Woran das genau liegt, das kann ich gleich nochmal überprüfen. Und wenn du dann auf der linken Seite die Produkte auswählst, wird dir dein Shopping-Feed angezeigt. Ich warte jetzt nochmal, bis alle Produkte überprüft wurden und dann schaue ich mir auch nochmal an, wo genau der Fehler liegt. Bei mir hat die Überprüfung tatsächlich fast einen Tag gedauert. Es wurden auch erstmal alle Produkte abgelehnt. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Dir wird auch direkt eine Nachricht angezeigt, was du in dem Shopping-Feed genau anpassen musst. Es gibt vordefinierte Produktspezifikationen. Dafür gibt es auch einen ganz guten Hilfeartikel, den ich dir auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und hier findest du eigentlich alle wichtigen Informationen, wie bestimmte Sachen formatiert werden müssen, zum Beispiel die Produkt-ID, der Produkttitel, die Produktbeschreibung, der Link, der Bildlink und ganz viele andere Sachen. Hier findest du wirklich alle wichtigen Informationen zu dem Shopping-Feed und wenn du das korrekt angepasst hast, dann sollten deine Produkte auch alle freigegeben werden. Den Shopping-Feed kannst du in dem Multi-Feed-Plugin anpassen, indem du einfach deine Produkte auswählst. Unter den Feed-Settings klickst du einfach auf das Zahnrad-Symbol. Hier kannst du verschiedene Produktspezifikationen auswählen, zum Beispiel den Produkttypen. Und dann kannst du hier auch einen Wert eintragen. Über diesen Weg stellst du das manuell für die Produkte ein. Du kannst natürlich auch direkt den Feed auswählen, indem du auf Edit klickst, dann nochmal auf den Feed klickst und dann hast du hier wieder die verschiedenen Reiter und kannst die Werte für den gesamten Feed anpassen. Alternativ kannst du den Shopping-Feed auch direkt in dem Merchant Center bearbeiten. Zum Beispiel kannst du auf der linken Seite die Produkte auswählen. Das würde ich aber nur machen, wenn du nicht allzu viele Produkte hast. Auf der rechten Seite findest du einen Stift und wenn du hier draufklickst, dann hast du die Möglichkeit, jedes Produkt manuell nochmal zu bearbeiten. Am Anfang hatte ich hier zum Beispiel einen Fehler in der Beschreibung. Da wurde die Beschreibung von Shopify natürlich 1:1 übernommen. Und in der Beschreibung hatte ich ein paar Emojis, die musste ich entfernen. Wenn du nach unten scrollst, kannst du alle weiteren Sachen anpassen, zum Beispiel auch den Produkttypen. Wenn du eine GTIN-Nummer hast, dann solltest du die hier auch hinzufügen oder eine MPN-Nummer. Du kannst auch Labels hinzufügen, zum Beispiel habe ich ein Label für die Bestseller-Produkte erstellt. Das hilft dir dann dabei, in der Google Shopping-Kampagne bestimmte Produkte hervorzuheben. Die Änderungen kannst du dann direkt hier abspeichern. Dann wird das Ganze nochmal überprüft. Am Anfang dauert das immer etwas länger. Bei mir werden die Produkte zum Beispiel auch noch überprüft. Aber ich habe jetzt eigentlich alles angepasst. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass die Produkte demnächst freigegeben werden. Wenn sich deine Produkte in dem Merchant Center befinden, kannst du als nächstes eine Google Ads Kampagne erstellen. Vorher ist es aber wichtig, dass du dein Google Ads Konto noch mit dem Merchant Center verbindest. Das kannst du am einfachsten aus dem Google Ads Konto machen, indem du auf der linken Seite die Verwaltung auswählst, dann auf verknüpfte Konten klickst und das Google Merchant Center auswählst. Wichtig ist, dass du die gleiche E-Mail-Adresse verwendest, dann taucht das Merchant Center hier auch direkt auf. Das bestätigst du noch einmal kurz, klickst auf Senden und viel mehr musst du dann auch nicht mehr machen. Genau das gleiche kannst du mit deinem Google Analytics 4 Konto machen. Dafür wählst du einfach Google Analytics 4 aus, klickst auf die Details. Wenn du die gleiche E-Mail-Adresse verwendest, dann wird das hier auch automatisch angezeigt. Über Verknüpfen kannst du die Verbindung herstellen. Die Zielgruppen kannst du auch direkt aktivieren. Das bedeutet einfach nur, dass du in Google Analytics 4 Zielgruppen erstellen kannst. Zum Beispiel für eine Gruppe von Personen, die eine bestimmte Unterseite besucht haben oder die ein Produkt in den Warenkorb gelegt haben, aber das Produkt nicht gekauft haben. Und diese Zielgruppen werden dann automatisch in Google Ads importiert und du kannst die Zielgruppen für deine Google Ads Kampagnen benutzen. Das ist auf jeden Fall eine hilfreiche Funktion, deswegen aktiviere ich das direkt und dann bist du damit auch schon fertig. Eine Google Shopping Kampagne kannst du über verschiedene Wege erstellen. Entweder klickst du oben links auf den großen Button Erstellen
Oder du klickst auf die Kampagnen und benutzt den blauen Button. Die Kampagnenziele helfen dir einfach nur dabei, die richtigen Einstellungen zu treffen. Ich benutze eigentlich immer eine Kampagne ohne Zielvorhaben, damit ich alles individuell konfigurieren kann, wie ich das ganz gerne machen möchte. Und dann hast du die Wahl, als Kampagnentyp entweder eine Performance Max Kampagne auszuwählen oder eine Google Shopping Kampagne. Der Unterschied ist, dass die Performance Max Kampagne nicht nur Shopping-Anzeigen schaltet, sondern auch Suchanzeigen, YouTube-Werbung und Display-Werbung. Da ist wirklich alles mit drin. Für E-Commerce-Unternehmen ist das tatsächlich ein ganz guter Kampagnentyp. Das Problem ist nur, dass dieser Kampagnentyp noch eine sehr große Blackbox ist. Es läuft alles komplett automatisiert. Du musst einfach nur deine Assets hochladen, also deinen Produktfeed angeben, Überschriften, Beschreibungen, Videos und Bilder für deine Anzeigen hochladen. Aber du kannst nicht so richtig sehen, was genau passiert und über welche Kampagnentypen bzw. über welche Anzeigen wie viel Umsatz generiert wird. Außerdem brauchst du für eine Performance Max Kampagne viele historische Conversion-Daten, weil der Google-Algorithmus versucht, deine Performance Max Kampagne für mehr Umsatz und für mehr Produktverkäufe zu optimieren. Aber wenn du noch gar keine Daten in deinem Konto hast, dann weiß der Algorithmus nicht so richtig, was er genau machen soll. Die ganzen Daten müssen erst gesammelt werden. Deswegen finde ich, dass sich die klassische Shopping-Kampagne für Anfänger deutlich besser eignet. Da kannst du dir wirklich die Performance für die einzelnen Produkte anschauen. Du lernst auch etwas besser, wie Google Ads überhaupt funktioniert. Du kannst mehr Sachen einstellen. Du musst dir auch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie du deine Kampagne vielleicht etwas besser optimieren kannst. Du kannst das Budget und die Werbeausgaben etwas besser steuern. Und deswegen würde ich als Anfänger und vor allem auch in einem neuen Google Ads Konto erstmal mit einer normalen Shopping-Kampagne starten. In dem nächsten Schritt musst du noch ein Zielvorhaben auswählen. Hier solltest du das Purchase-Event benutzen. Bei mir befindet sich das in der Gruppe Käufe. Das hier ist ein Testkonto, deswegen gibt es auch zwei Conversions für den Kauf. Einmal eine normale Conversion und einmal das Shopify Purchase Event, das ich erstellt habe. Normalerweise sollte hier eigentlich nur eine Conversion auftauchen und die anderen Conversions kannst du entfernen, indem du auf die 3 Punkte klickst und das dann nochmal ganz kurz bestätigst. Wenn du dein Merchant Center erfolgreich mit dem Google Ads Konto verknüpft hast, dann wird das hier unten auch angezeigt. Ich habe hier noch eine Fehlermeldung, dass sich keine Produkte in dem Shopping Feed befinden. Das liegt einfach daran, dass die Produkte noch überprüft werden, aber ich kann trotzdem schon mal die Kampagne erstellen und die Anzeigen werden dann auch erst ausgeliefert, wenn die Produkte freigegeben wurden. In der nächsten Einstellung versucht Google mich nochmal dazu zu drängen, eine Performance Max Kampagne zu erstellen. Du siehst schon, dieser Kampagnentyp, der wird aktuell von Google wirklich sehr stark gepusht. Es kann auch sein, dass man in Zukunft gar keine Standard-Shopping-Kampagne mehr schalten kann. Aber solange das noch möglich ist, würde ich diese Option auf jeden Fall nutzen. Das bestätigst du dann mit Weiter. Bei dem Kampagnennamen würde ich dir empfehlen, dass du am Anfang immer den Kampagnentypen erwähnst, zum Beispiel Shopping. Und dann schreibe ich dahinter alle Produkte. In den weiteren Einstellungen hast du die Möglichkeit, bestimmte Produkte zu filtern. Dafür musst du einfach nur ein Attribut auswählen. Zum Beispiel kannst du nur eine bestimmte Produktkategorie bewerben. Und du hast auch die Möglichkeit, die Labels auszuwählen. Zum Beispiel habe ich ein Label für die Bestseller-Produkte erstellt. Und wenn ich das auswähle und dann hier Bestseller reinschreibe, dann werden in dieser Kampagne zum Beispiel nur die Bestseller-Produkte beworben. Wenn du weißt, dass manche Produkte von dir eine deutlich höhere Nachfrage haben und der Umsatz auch viel höher ist für diese Produkte, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, das Gleiche zu machen. Und dann würde ich auch erstmal nur anfangen, nur die Bestseller-Produkte zu bewerben, damit du mit deiner Google Ads-Kampagne möglichst schnell profitabel bist. Wenn du das machst, dann solltest du den Kampagnennamen natürlich auch noch anpassen. Hier stehen jetzt alle Produkte. Ich habe jetzt hier nur die Bestseller ausgewählt. Deswegen würde ich dann auch den Kampagnennamen nochmal nachträglich ändern und hier dann zum Beispiel die Bestseller-Produkte reinschreiben. Das einfach nur zum Verständnis. Ich entferne den Filter wieder, weil ich alle Produkte ganz gerne bewerben möchte. Und wenn du lokale Produkte verkaufst, dann kannst du das auch hier nochmal angeben. Die URL-Optionen für die Kampagne, das kannst du eigentlich überspringen. Hier kannst du zum Beispiel eine Tracking-Vorlage hinzufügen. Das brauchst du aber nur, wenn du irgendein anderes Third-Party-Tracking-Tool benutzt, damit die Google Ads-Daten auch in das Tracking-Tool weitergegeben werden. Bei den Geboten kannst du tatsächlich mit einem manuellen CPC anfangen. Da musst du einfach so ein bisschen rumexperimentieren und den CPC vielleicht auf 1 oder 2 Euro setzen am Anfang, damit du erstmal Daten sammelst und dann kannst du vergleichen, wie teuer deine Klickpreise tatsächlich sind. Später kannst du den CPC dann dementsprechend anpassen oder wenn du das Ganze automatisiert machen möchtest, dann kannst du auch Klicks maximieren auswählen und hier zum Beispiel ein CPC-Limit von 2 Euro angeben und das bedeutet dann,
dass der Google-Algorithmus versucht, möglichst viele Klicks zu erzielen, aber die Klickpreise immer unter 2 € bleiben. Langfristig solltest du auf jeden Fall versuchen, einen Ziel-ROAS zu verwenden. Der ROAS ist der Return on Advertising Spend. Das funktioniert aber erst, wenn du auch viele Conversion-Daten hast. Dein Umsatz muss natürlich auch korrekt getrackt werden, weil ansonsten optimierst du deine Kampagnen einfach nur für irgendeinen Wert, aber nicht den Umsatz. Bei dem Tagesbudget kannst du erstmal mit 10 oder 20 € anfangen, je nachdem, was du für ein Werbebudget zur Verfügung hast. Die Werbekosten können auch an einem Tag doppelt so hoch sein wie das Budget, das du hier eingestellt hast. Aber auf den Monat runtergerechnet sind die Werbekosten maximal dein Tagesbudget mal ungefähr 30 Tage. Das Suchvolumen, das variiert nämlich jeden Tag und manchmal können die Ausgaben höher sein, weil einfach ein hohes Suchvolumen an dem Tag ist. Und an anderen Tagen ist das Suchvolumen deutlich geringer und dann wird zum Beispiel auch nur die Hälfte von dem Budget ausgegeben. Solange du nur eine Shopping-Kampagne schaltest, kannst du die Kampagnenpriorität auch ignorieren. Wenn du mehrere Shopping-Kampagnen hast, dann solltest du die Kampagne, die den meisten Umsatz erwirtschaftet, als hoch einstufen, damit Google die Kampagne bevorzugt und die Anzeigen häufiger ausspielt. Im Werbenetzwerk kannst du die Suchnetzwerkpartner auf jeden Fall mit einbeziehen. Den Standort kannst du natürlich auch anpassen. Hier kannst du Länder hinzufügen. Du kannst Städte hinzufügen. Unter den Standortoptionen würde ich tatsächlich die zweite Option auswählen, weil du damit nur Nutzer einschließt, die sich auch wirklich in deiner Zielregion befinden. Und mit der ersten Option kann die Werbung zum Beispiel auch an jemanden ausgespielt werden, der sich in einem anderen Land aufhält, aber zum Beispiel ein Interesse an der Zielregion gezeigt hat. Das Start- und Enddatum brauchst du in der Regel auch nicht. Du kannst deine Kampagne wirklich jederzeit manuell aktivieren und auch deaktivieren. Deswegen nutze ich das Start- und Enddatum eigentlich nie. Die Anzeigengruppen befinden sich innerhalb von der Kampagne. Du kannst in einer Kampagne mehrere Anzeigengruppen erstellen und theoretisch hast du auch die Möglichkeit, die Produktkategorien auf verschiedene Anzeigengruppen zu unterteilen. Zum Beispiel könnte ich eine Anzeigengruppe für alle Lampen erstellen. Ich könnte eine weitere Anzeigengruppe für die Lautsprecher erstellen und so weiter. Da gibt es wirklich verschiedene Strategien, warum man so etwas macht. Meistens hat das einfach etwas mit den Geboten zu tun, weil du die Gebote auf der Anzeigengruppen eben auch anpassen kannst. In meinem Beispiel habe ich aber nur eine Handvoll von Produkten, deswegen macht das da jetzt keinen Sinn und ich schreibe hier einfach rein alle Produkte und bestätige das dann, indem ich auf Kampagne erstellen klicke. In der Geburtsstrategie hatte ich noch den Zielrohrs ausgewählt. Das passe ich nochmal an und wähle hier Klicks maximieren aus, bestätige das Ganze nochmal und dann werde ich direkt in die Benutzeroberfläche von Google Ads weitergeleitet. Auf der linken Seite kannst du deine Kampagnen auswählen, dann wird hier die Shopping-Kampagne auch angezeigt, die kannst du pausieren und aktivieren, indem du einfach auf den Haken neben dem grünen Symbol klickst. Dann kannst du die Kampagne pausieren. Ich würde die tatsächlich nie entfernen, weil wenn du die Kampagne entfernst, dann kannst du die später nicht mehr aktivieren oder pausieren. Rechts neben dem Kampagnennamen findest du dann verschiedene KPIs. Die kannst du auch anpassen, indem du auf der rechten Seite auf die Spalten klickst. Die Conversions solltest du dir auf jeden Fall anzeigen lassen. Den Conversion-Wert kannst du auch noch auswählen. Den Conversion-Wert durch die Kosten, das ist der Zielrohrs. Und dann gibt es hier noch ganz viele andere KPIs, die du dir einfach mal anschauen kannst und dann kannst du gucken, ob hier irgendetwas für dich dabei ist, das für dich interessant sein könnte. Die Spaltenauswahl kannst du auch speichern, indem du den Haken setzt und dann kannst du hier zum Beispiel Shopping-Kampagnenebene reinschreiben, das Ganze speichern, weil die ganzen Metriken, die verschieben sich manchmal. Wenn du dich neu einloggst, dann kann es sein, dass wieder die Grundeinstellung hier angezeigt wird und dann musst du einfach nur auf die Spalten klicken, dann findest du hier deine Vorauswahl. Da klickst du drauf und dann werden die Metriken hier automatisch wieder angepasst. Wenn du die Kampagne ausgewählt hast, dann findest du auch darunter die einzelnen Produkte. Bei mir werden natürlich keine Produkte angezeigt, weil die gerade noch überprüft werden. Du kannst dir hier auch die Kategorien anschauen, die Marken, Produkttypen und benutzerdefinierte Labels und dann kannst du dir so ein bisschen die Performance für die einzelnen Kategorien anschauen. Unter den Zielgruppen, Keywords und Inhalten sind die Keywörter bzw. die auszuschließenden Keywörter ein wichtiger Bereich, weil du hier Keywörter hinzufügen kannst, für die du nicht möchtest, dass deine Werbung ausgespielt wird, weil die Keywörter zum Beispiel nicht relevant sind. Für eine Shopping-Kampagne kannst du keine Keywörter festlegen, die dafür sorgen, dass deine Anzeigen ausgespielt werden. Die Keywörter, das ist der Produkttitel und die Produktbeschreibung. Deswegen ist es wichtig, dass du deinen Titel und deine Produktbeschreibung möglichst genau definierst, damit du auch für die richtigen Keywörter ausgespielt wirst. Welche Keywörter das genau sind, das findest du unter den Statistiken und Berichten. Dafür musst du einfach nur auf die Suchbegriffe klicken
und dann werden hier die Suchbegriffe ausgespielt. Also das, was eine Person in der Google-Suche eingibt, für die deine Anzeigen auch ausgespielt werden. Und wenn du hier irgendwelche Suchbegriffe siehst, die überhaupt nichts mit deinem Produkt zu tun haben, dann kannst du das Keyword markieren und als negatives Keyword bei den Keywörtern für Suchanzeigen hinzufügen. Als nächstes möchte ich dir noch ein paar hilfreiche Tools zeigen, die du benutzen kannst, um deine Google Shopping Anzeigen zu optimieren. Und das erste Tool, das ich dir zeigen möchte, ist Product Hero. Das ist ein sogenanntes CSS, das steht für Comparison Shopping Service und das ist einfach nur ein Programm bzw. eine Plattform, über die du deine Shopping-Produkte bewerben kannst. Weil aktuell werden deine Produkte direkt über Google beworben, also über das Merchant Center, und Product Hero ist theoretisch eine Alternative zu dem Shopping Center. Einer der größten Vorteile ist, dass du über Product Hero 20% weniger für deine Klicks bezahlen musst. Was viele nämlich nicht wissen, ist, dass man bei Google Shopping 20% Marge zahlt für jeden Klick. Das bedeutet, wenn dein Gebot 1 Euro ist, dann ist dein eigentliches Gebot nur 80 Cent und 20 Cent davon bekommt Google. Und diese 20% kannst du über einen CSS-Partner wie zum Beispiel Product Hero einsparen. Pro Monat kostet das 40 Euro und da musst du einfach gucken, ob sich das für dich lohnt. Wenn deine Werbeausgaben deutlich höher sind, dann kann sich das tatsächlich lohnen. Aber wenn deine Ausgaben relativ niedrig sind, dann lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Ein weiterer Vorteil von Product Hero ist, dass du damit auch noch zusätzliche Tools bekommst, mit denen du deine Shopping-Anzeigen optimieren kannst, zum Beispiel für die Produkttitel und die Produktbeschreibungen und noch ein paar andere Sachen. Deswegen schau dir das einfach mal an, wenn du dich dafür interessierst. Ein weiteres Tool ist Profit Metrics. Damit hast du die Möglichkeit, deine Shopping-Kampagnen nicht nur für einen ROAS, sondern auch für einen POAS zu optimieren. Und der POAS, das ist der Profit, den du für deine Produktverkäufe hast. Das ist tatsächlich schon sehr fortgeschritten. Das solltest du auch wirklich nur nutzen, wenn du weißt, dass deine Kampagnen und das Conversion Tracking zu 100% richtig eingerichtet ist. Und du solltest natürlich auch ausreichend Conversion-Daten haben, damit sich das Ganze für dich auch lohnt, weil dieses Tool auch nicht super günstig ist. Dann gibt es auch noch Triple Whale. Das ist ein Third-Party-Tracking-Tool für Shopify. Das musst du aber nur benutzen, wenn du neben der Google Ads-Werbung zum Beispiel auch noch Facebook-Werbung schaltest, Instagram-Werbung und noch auf irgendwelchen anderen Plattformen aktiv bist, weil du darüber deutlich bessere und akkurate Daten sammeln kannst.